Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget und heute kann man endlich Curlich finden. Ja, es ist soweit. Alle Leute oder viele Leute auf W50 haben darauf gewartet, dass es jetzt endlich mal Epic Event ist. Ich habe hier schon 77 Zitronen gestackt und kam einfach nicht weiter, weil halt eben kein Epic Event war. Ja, so geht es vielen Leuten, so wie mir. Ne? Allerdings kann man da halt nichts machen, weil ja, es kam jetzt schon Ewigkeiten kein Epic Event mehr. Ich weiß gar nicht, wann das letzte gewesen ist. War jetzt auch der Leggy Dungeon dazwischen. Und ja, jetzt ist es mal wieder soweit. Ja, wir haben hier Epic Event und werden jetzt Curlich finden. Ja, das Ganze kann man hier schaffen, wenn man in Erogenion geht, und dort werden wir uns jetzt mal hinbegeben und hoffen, dass wir den auch relativ schnell auf Anhieb finden werden. Habe ich eigentlich schon? Ne, ich habe nicht sehr viel Alu gespielt. Ja, und wir werden den jetzt live hier im Video anlocken. Ja, also nicht anlocken auf Deutsch, sondern mit U anlocken, und zwar in Englisch freischalten. So, nämlich. Ne? Kann man auch wieder eine geile Doppeldeutigkeit, ein bisschen hier, bisschen mit dem Vergleichen spielen hier wieder. So, ja, Erogenion ist die Suche. Es ist, ja, also, ich weiß nicht, ich hatte schon mit vielen Leuten geschrieben gehabt, die auch Ewigkeiten darauf gewartet haben, dass sie jetzt dieses Pad mal finden können. Ne? Manche haben es auch, ja, haben sie auch schon das vorher gesichert gehabt und ja, haben da natürlich einen riesen Vorteil jetzt mir gegenüber oder generell den Leuten gegenüber, die das nicht gemacht haben, ne? Oder ja, weil eine großartig andere Route kann man gar nicht nehmen, außer ja auf Curlich nochmal zu wechseln. So, ne? Alles andere, ja, weiß ich gar nicht, ob das so machbar ist oder ob die Pilze dafür ja, zu intensiv sind. Ne? Aber man hätte schon es finden können. Und da haben wir jetzt Erogenion und dann hoffen wir mal, dass wir das jetzt auch bekommen hier und bekommen es auch beim ersten Mal. Das ist sehr gut, ja. Haben wir das besondere Lichtei. Sehr schön, hätte auch sein können, dass wir das nicht bekommen. Ne? Vor allen Dingen bei den letzten zwei Pads hier ist es ja immer so eine Sache. Da kann man das manchmal auch nicht bekommen. Ja? Aber jetzt haben wir hier Kühlrich, ich sage immer Curlich. Kühlrich. Ah, scheiß drauf. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt den guten Dude hier am Start und können den jetzt füttern. So, das ist sehr, sehr gut. Ne? Dann haben wir das endlich haben wir das Ding hier mal gefunden und können auch hier bei Licht jetzt durchgehen. Ansonsten, ja, bei Wasser haben wir noch zwei offen. Ne? Da könnten wir eventuell noch Tritostach besiegen, Tritostach und Hydrosphere. Ja, Hydrosphere können wir auch finden tatsächlich, ne? Aber ihn hier, den guten Kollegen, das wird glaube ich noch ein bisschen dauern. Ja, ansonsten sind wir soweit hier mit den ganzen Pets erstmal durch, bis auf die zwei Sachen, die fehlen noch. Da können wir mal ein bisschen tryen, wie es aussieht. Ja, aber den werde ich erstmal noch komplett auf 100 leveln, dann sehen die Chancen ein bisschen besser aus. Habe ich gerade gesagt. Und da haben wir ihn auch schon down. Ja. Das ist 97. Zack, nochmal. Und dann, ja, mal schauen. Die Versuche gegen Hydrosphere sahen jetzt teilweise auch gar nicht so verkehrt aus. Was haben wir hier? Ein Geschickgegner. Ja, das ist tatsächlich relativ machbar. Würde ich mal so, oh ja, sogar sehr machbar. Ja, mal schauen. Mal schauen, wie es aussieht. Vielleicht besiegen wir die Folge jetzt auch gleich. Der war knapp gewesen. Dann, ja, kann man den eigentlich auch direkt freischalten. Kommt nur in den hintersten Winkel des Wasserhabitats, ja, in Nevermore. Ja, müssen wir uns auf die Suche nach Nevermore begeben. Und da haben wir Hydrosphere tatsächlich auch gleich down. Sehr cool. Sehr, sehr coole Sache. Der Kampf, ja, ich glaube, die Pet-Kämpfe, die werden nicht gespeichert. Oder die Habitatkämpfe, ne? Die werden jetzt nicht gespeichert. Ja, mal schauen. Wie sieht's aus? Oh, wir haben hier sogar ein Epic im Shop hier. Ja, aber bringt uns jetzt nicht großartig weiter. Wir müssen jetzt, warte mal, was auch interessant ist, bevor wir jetzt uns auf die Suche nach dem Pet begeben, ist hier, wir begeben uns erstmal auf die Suche nach ein paar Epics, ja, weil das finde ich immer ganz nice. Oh, ja, Ressourcen sind auch immer noch wichtig hier auf dem Server. Ressourcen würde ich fast bevorzugen als die Epics. Ja, Kristalle brauche ich auch nicht.
Da haben wir auch noch sehr, sehr viele von momentan. Ja, aber so 3 Epics nehme ich natürlich mit. Und so eine Epic-Waffe wäre natürlich auch ganz nice. Ja. Also das Event finde ich eigentlich immer ganz cool. Vor allen Dingen auch als Free-to-Play-Spieler das brauche ich nicht. Findet man ja sonst auch nicht so viele epische Gegenstände. Und hier hat man halt die Chance, richtig gut, richtig viele Epics zu finden. Ne? Das ist schon sehr cool. Ja, und dann haben wir 2 Epics einfach mal so. Das ist natürlich ganz nice. Haben wir wieder ein bisschen was fürs Klöchen, Popöchen, ne? Für die Tage, wenn es dann mal, wenn mal der Druck da ist, können wir da mal was reinschmeißen. So, dann würde ich sagen, begeben wir uns mal auf die Suche, nach Hydrosphere, Nevermore. Wir müssen da nach Nevermore reisen. Ja, das ist heute eine Pet-Finder-Folge hier. Ja, und ich muss sagen, es fällt mir gerade so auf, es ist gar nicht so einfach, am Stück hier zu labern und nebenbei sich darauf zu konzentrieren, die richtigen oder beziehungsweise die Quest anzunehmen, wo Nevermore steht. Hier, jetzt haben wir das da gerade. Ja, und mal gucken. Ey, was ist das denn? Okay, keine Pilze. Jawohl. Keine Alu mehr. So, vielleicht finden wir es auch schon direkt First Try. Wäre nice. Die letzten Pets sind immer ein bisschen schwieriger zu finden. Dann kann man ein paar Versuche mal so brauchen. Aber auch hier finden wir direkt beim ersten Mal das Pet. Sehr nice. Wasser auch damit direkt hier freigeschaltet und ja, fertiggestellt. Und dann fangen wir auch direkt an, ihn zu füttern. Ja, den Fluch werde ich trotzdem noch, wenn wir 3 Früchte noch finden sollten, werde ich Fluch auch noch auf 100 ziehen. Die 3 Früchte tun mir jetzt nicht weh und gibt ja dann nochmal einen Boni. Ne? Jetzt fehlt uns tatsächlich nur noch hier das Lichthabitat, die letzten 2 Pets und dann sind wir auch komplett full erstmal soweit. Das ist sehr cool, das freut mich sehr. Ja, das ist eine ziemlich nice Angelegenheit, dass wir hier jetzt endlich mal ein bisschen vorangekommen sind, ne? Bei den Pets. Ja, in der Festung sieht es jetzt nicht großartig anders aus. Da geht es eher schleppend voran. Da haben wir noch einen Flügeltrank, sehr cool, das ist nice. Ja, das ist sehr, sehr cool, dass wir das auf jeden Fall komplettiert haben. Wir können nochmal in das Dämonenportal schauen, bevor wir jetzt hier gleich die Folge beenden. Ich habe zwar meine Alu noch nicht komplett durchgespielt, aber mittlerweile macht es auch nicht mehr so einen fetten Unterschied, ob ich jetzt nun die Alu am Ende des Tages durch habe oder nicht. Weil die Gegner, das ist eine saftige Quest, eine saftige XP-Quest, weil die Gegner im Dämonenportal jetzt teilweise so stark sind, dass so ein Level oder so, falls ich mal ein Level aufsteigen sollte, da jetzt nicht großartig einen Unterschied macht oder so ein paar Skillpunkte mehr machen da den Kohl jetzt auch nicht fett und vor allen Dingen, dazu mal ich ja hier auf Erfahrung gehe, kommt ja nicht so viel an Gold zusammen. Ihr seht das links oben, ne? Das ist wirklich nicht viel, was da zusammenkommt an Erfahrung, ne? An Gold, meine ich natürlich. Ja, und das hängt halt eben damit zusammen, dass ich halt eben auf Erfahrung gehe. Ne? Den Spielstil werde ich aber noch ein bisschen beibehalten. Tag des heißen Eisens haben wir ja auch hier, ist sehr cool. Sehr nützlich auf jeden Fall, auch auf dem Server hier, weil man hier ja zum Anfang noch so einen krassen Metallmangel hat und deswegen kann man das auch schön nutzen an der Stelle. Ja, und werde ich auch tun, solltet ihr auch machen. Ne? Dadurch, dass man ja am Anfang so zugeschüttet ist mit den Paketen, hier mit den arkanen Splittern kommt man gar nicht mit den Metallen hinterher, weil man so viel gar nicht zerlegen kann. Ne? Aber Tag des heißen Eisens Event ist tatsächlich relativ nützlich, sage ich mal, auf dem Server hier. Ne? Da können einige auf jeden Fall noch ein bisschen aufholen. So, zerlegen wir weiter, zack. Ja, 5 Bier haben jetzt, glaube ich, 3 Skillpunkte oder so gebracht. Bringt kaum was. Aber wir werden mal jetzt dafür, das ist dann live im Videos, werden wir mal hier reingehen, ne? Und uns, vielleicht hoffentlich jetzt noch einen weiteren Portal-Bonus-Punkt, Prozentpunkt sichern. Ne? Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte es immer so, ich weiß gar nicht, was ich gemacht hatte. 20% am Tag? Ich weiß ja nicht mehr ganz genau. Könnte aber tatsächlich sehr knapp werden. Aber wir schauen mal, wir gucken mal. So, wir legen los, wir greifen an. Der Schlenderman, hoffentlich fällt er heute.
Richtig Equipment haben wir ja an. Es könnte knapp werden. Also, oh, Backe. Oh, der krittet uns ja noch richtig hart weg. Oh, wir müssen aber auch, komm, ein Crit raushauen. Oh, Alter. Digga, wir hatten noch fast verloren gegen den Schlenderman hier. Das war nochmal sehr riskant gewesen. Ja, aber da hätte ein Skillpunkt jetzt auch nicht viel mehr ausgemacht. Da hätte ich meine Alu jetzt noch zu Ende gespielt. Deswegen war aber trotzdem ziemlich knapp gewesen. Ja, dann haben wir nochmal zum Schluss nochmal ein bisschen reingelackt hier, ne? Aber am Ende des Tages brauchen wir jetzt nicht nochmal hier ins Dämonenportal reingehen und dann nochmal angreifen. Und ja, das ist auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Morgen werden wir ein bisschen im Shop blättern. Da wir Epic Event haben, werden wir das auch nutzen. Wir werden im Waffenladen aber nur blättern, weil ich ganz gerne eine epische Waffe haben möchte. Nicht aus stat-technischen Gründen. Stat-technisch, gut, bringe jetzt auch schon ein bisschen mehr als meine jetzige Waffe, aber hauptsächlich wegen der Rune. Dadurch, dass mein Arena-Manager ein bisschen höher geworden ist in der Zeit, finde ich jetzt so, ja, ich glaube so 33, 34-prozentige Schadensruhen. Und die kriegst du halt, alles was über 30 ist, kriegst du halt nur auf epischen Waffen. Und deswegen werden wir da mal ein bisschen schauen. Ich habe jetzt auch kein Qualitätsequipment an. Wenn ich dann Blätter und Qualitätsitems anziehe, dann ist der Wert auch nochmal ein bisschen höher. Und ihr seht, ich kriege jetzt schon plus 18 im Durchschnitt mehr. Es könnte sich schon lohnen. Also werden wir mal auf jeden Fall schauen. Ne? Das aber auf jeden Fall auch morgen dann im Video. Für heute soll es dann erstmal soweit gewesen sein. Gute Fortschritte gemacht. 2 sehr wichtige Pets gefunden. Hier einmal König und einmal bei Wasser haben wir gleich hier Hydrospier geunlockt und auch freigeschaltet, ja, also gleich mit Fluch, gleich hier durchrasiert und auch gleich gefunden. Sehr cool. Und jo, das soll es dann erstmal soweit gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.